Heute nähen wir dieses super coole und bequeme Sommerkleid mit einem abgewandelten Lutherloh-Schnitt. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal bekommst du gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Und wie du gerade schon gesehen hast, heute nähen wir dieses lockere und bequeme Sommerkleid. Ich wollte unbedingt ein lockeres Sommerkleid für Grillabende haben. Einfach was, wo man auch noch was essen kann, was nicht overdressed ist, sondern mit Freunden für einen gemütlichen Abend. Und dazu habe ich den Schnitt 30 aus dem Lutherloh-Heft 325 abgewandelt. Der Schnitt ist auf Webware ausgelegt. Ich habe hier allerdings Leinenstoff verwendet mit einem Elastananteil. Der Stoff war noch da, den habe ich auf einem Stoffmarkt gekauft und ich dachte mir, die zusätzliche Bewegungszugabe, die macht das Ganze einfach nur noch bequemer. Und ich glaube, ich hatte recht. Ich habe einiges an diesem Schnitt angepasst. Es waren keine Nahtaschen vorgesehen, die habe ich dazugegeben. In der Mitte sollte das Kleid einen Gummizug haben, den habe ich weggelassen. Stattdessen habe ich vorne eine Knopfleiste eingesetzt und dann Gürtelschlaufen und einen Gürtel dazu gemacht. Und ich habe das Ganze ein kleines Stück verlängert, weil ich wollte, dass es bis über die Knie geht. Da fühle ich mich immer einfach am wohlsten. Dann habe ich das Ganze an Schnitt natürlich erstmal übertragen, ein bisschen verlängert und habe Folgendes auch da geändert. Das Vorderteil würde normalerweise im Bruch zugeschnitten. Das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern habe mir da die Knopfleiste eingezeichnet und entsprechend das Ganze auch nicht im Bruch, sondern als zwei Teile zugeschnitten. Denn ich brauche ja einmal dieses Teil und einmal dieses Teil. Beim Rücken ganz normal im Bruch wie vorgesehen. Außerdem habe ich was total Cooles ausprobiert und zwar kommt der Tipp von Ralf Lutherloh persönlich, nämlich dass man sich Schnitte, die man sich nicht so richtig vorstellen kann, weil die Modezeichnungen für viele ein bisschen zu abstrakt sind, einfach mit ChatGPT visualisieren lassen kann. Und das habe ich jetzt hier einfach mal gemacht. Dazu habe ich ChatGPT das Bild der Modezeichnung gegeben und darum gebeten, mir zu visualisieren, wie das in real aussehen könnte. Hier könnt ihr den Prompt sehen. Der Prompt ist der Befehl, den man ChatGPT gibt. Ich habe in meinem Prompt ChatGPT auch gleich meine Änderungen mitgeteilt, die ich machen möchte. Und so sieht jetzt mein ChatGPT-Ergebnis aus. Und ich finde das tatsächlich richtig gut und auch total hilfreich tatsächlich, weil ich aber einen ganz anderen Stoff für mein Kleid verwendet habe als auf der Modezeichnung, habe ich mir ein weiteres Bild generieren lassen, wo ich meinen Stoff beschrieben habe. Und das ist, was ChatGPT daraus gemacht hat. Ich persönlich finde ja, das kommt meinem tatsächlichen Ergebnis schon sehr nahe. Hätte ich jetzt ein Bild von meinem Stoff gemacht und eingefügt, wäre es wahrscheinlich noch näher dran. Das Ganze ist ein bisschen dunkler als mein Endergebnis oder mein Originalkleid. Aber ich finde, ChatGPT hat hier meine Idee wirklich gut visualisiert, wie das in echt aussehen könnte. Also, wer bisher gesagt hat, ich kann mir mit diesen Modezeichnungen gar nichts vorstellen, ich kann das komplett verstehen, das ist nicht immer ganz einfach, der hat mit ChatGPT eine super Möglichkeit, um das ein bisschen zu umgehen und um sich das visualisieren zu lassen. Auch mit eigenen Ideen, mit den Stoffen, die man verwenden wollen würde oder die man schon da hat und mit Änderungen. Dazu reicht auch komplett die kostenfreie Version von ChatGPT. Ich habe das als App auf dem Tablet. Da ist die Menge an Bildern, die ChatGPT am Tag generieren kann oder die man hochladen kann, begrenzt. Ich bin damit aber bisher wunderbar hingekommen. Wichtig ist nur, dass man die Beschreibung so ausführlich wie möglich macht. Also was immer man sich visualisieren lassen möchte, muss man auch eingeben. ChatGPT ist dumm, das macht nur das, was man ihm sagt. Und dann, finde ich, bekommt man ein sehr, sehr brauchbares Bild. Das Argument, ich kann mir die Modezeichnung nicht vorstellen, gilt damit ab sofort nicht mehr. Aber ihr wollt ja wissen, wie das Ganze genäht wird und deshalb kommen hier die einzelnen Schritte. Als erstes habe ich mir natürlich alle Teile zugeschnitten. Und jetzt habe ich meine Knopfleiste ausgemessen, die Länge. Und habe da 7 cm dazugegeben, einfach weil 100 eine runde Zahl ist. Aber es muss auf jeden Fall was dazugegeben werden, auf jeder Seite schon so ein paar Zentimeter. Da tut man sich später nämlich sehr viel leichter, das sehr sauber zu nähen. Und dann habe ich mir meinen Stoff genommen und habe mal geguckt, wie breit ich meine Knopfleiste haben möchte. Und mir hat da 2,5 Zentimeter gut gefallen.
Da das Ganze im Bruch quasi liegt, also ich muss das ja später einmal umfalten, brauche ich das mal 2, das sind 5 cm. Und dann auf beiden Seiten 1 cm Nahtzugabe. Also muss ich insgesamt 7 cm zuschneiden. Und das habe ich dann für diese 100 cm Länge gemacht. Zweimal, weil ich ja 2 Vorderteile habe. Und so wird das später gefaltet, einmal im Bruch und dann kommt auf jeder Seite der Zentimeter nach innen. Das werden wir später noch umbügeln, damit das alles sauber liegt. Und so breit ist jetzt meine Knopfleiste und mir hat das jetzt hier gut gefallen. Ich habe mich dazu entschlossen, auch unten mit einem Beleg zu versäubern. Deshalb habe ich das Ganze ausgemessen. Zuerst das Vorderteil. Und da waren das bei mir 42 cm. Diese 42 cm brauche ich mal 2. Genauso habe ich die Länge auf dem Rückteil gemessen und das waren bei mir 39,5 cm. Die brauche ich natürlich auch wieder mal 2. Plus die 84, die ich eben schon hatte, komme ich auf eine Gesamtlänge von 163 cm. Ich habe mich hier für 3 cm Breite entschieden, jeweils 1 cm Nahtzugabe und 1 cm, die meine Naht später dann breit ist und somit auch meinen Saum begrenzt. Dann habe ich mir noch einen kürzeren 3 cm breiten Streifen abgeschnitten, um daraus die Gürtelschlaufen zu machen. Und dann muss man für sich selbst bestimmen, wie hoch die sein sollen. Ich habe auf jeder Seite noch 1 cm Nahtzugabe dazu gegeben und mir dann einfach die Menge zugeschnitten, die ich haben wollte. Dann habe ich mir noch ein langes Stück zugeschnitten für den Gürtel. Auch da wieder gucken, wie breit soll der am Ende sein. Das Ganze mal 2 plus 2 cm Nahtzugabe. Und die Länge, das bleibt jedem selbst überlassen. Und das habe ich mir erstmal sehr, sehr lange zugeschnitten und ich glaube, ich habe es am Schluss auch so lang gelassen. Aber das ist Geschmackssache. Dabei habe ich allerdings darauf geachtet, dass der in der Länge nicht dehnbar ist, sondern dass das die nicht dehnbare Richtung des Stoffs ist. Im nächsten Schritt habe ich erstmal alle Schnittteile mit der Overlock umsäumt. Wer keine Overlock hat, kann dann natürlich einfach einen Zickzackstich nehmen oder, wenn die Maschine das kann, einen Fake-Overlock-Stich. Außerdem habe ich mir 4 Taschenbeutel zugeschnitten, immer 2 gegengleich und natürlich auch die einmal komplett mit der Overlock umsäumt. Als ersten Schritt habe ich mir jetzt ausgemessen von der Achsel runter zu den Taschenbeuteln, wie weit das ist. Das waren bei mir 30 cm, das muss jeder an sich selber ausmessen, wo der Taschenbeutel beginnen soll. Dazu einfach die Hand auf die Stelle legen und das einmal von der Achsel aus runtermessen. Und da setze ich jetzt meinen Taschenbeutel an, rechts auf rechts. Und so mache ich das für alle Teile. Das heißt, ich messe immer von der Achsel runter diese 30 cm und von da an lege ich meinen Taschenbeutel auf rechts und dann sind die alle später auf derselben Höhe und ich habe auch beim Zusammennähen kein Problem. Dann habe ich die Taschenbeutel mit 1 cm Nahtzugabe festgenäht auf allen Teilen und anschließend habe ich das Ganze einmal umgeklappt und knappkantig auf die Nahtzugabe gesteppt. Im nächsten Schritt werden jetzt die Schulternähte verbunden. Dazu lege ich die Vorderteile rechts auf das Rückenteil und nähe die Schulter mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Die Nahtzugabe lege oder bügle ich mir dann auseinander und drehe das Ganze auf rechts. Jetzt brauche ich den Ärmel und zwar so, dass wenn ich den rechts lege, die Vorderseite auch zur Vorderseite schaut. Deswegen schreibt euch das immer auf den Ärmel drauf. Und jetzt habe ich hier an einer Seite angefangen, habe den Ärmel angesetzt, rechts auf rechts natürlich. Das passt super hier mit den Kurven, also da muss man sich auch gar nicht anstrengen. Und dann wird er nach und nach mit vielen Nadeln gesteckt und um diese Rundung rumgelegt. Das ist immer ein bisschen frickelig, gerade wenn die Rundung so eng ist wie hier. Aber wenn man sich da Zeit lässt und viele Nadeln benutzt, dann geht das auch ganz gut. Im Zweifelsfall einfach erstmal die eine Seite nähen und dann die andere Seite stecken und die nähen, wenn man da wirklich noch ungeübt ist. Und auch da nähe ich danach mit 1 cm Nahtzugabe drüber. Ich möchte es nochmal sagen, ganz wichtig, wenn er rechts auf rechts liegt, muss die Vorderseite des Ärmels zum Vorderteil zeigen. Deshalb ganz wichtig, das immer auf dem Schnittteil markieren mit einem Kreidestift.
Genauso natürlich auch für die andere Seite. Jetzt brauche ich die Belege und die lege ich mir erstmal so hin, wie sie später liegen sollen und klappe mir das dann rechts auf rechts. Dann komme ich auch nicht in die Verlegenheit, da irgendwas falsch zusammenzunähen. Stecke mir das fest und nähe auch da wieder mit 1 Zentimeter Nahtzugabe drüber. Jetzt wird der Beleg rechts auf rechts am Ausschnitt des Kleides angelegt und dabei beginne ich immer an den Schulternähten mit den Nähten des Belegs. Dann trifft sich das, dann weiß ich, dass sich das ausgeht. Dabei lege ich die Nahtzugabe auseinander, sodass das später nicht irgendwo eine dicke Ecke oder dicke Kante hat. Und wenn ich meine beiden Schulternähte gesteckt habe, kann ich mir auch den Rest noch feststecken. Und dann kann ich das auch wieder mit 1 Zentimeter Nahtzugabe festnähen. Und genau wie bei den Taschenbeuteln habe ich auch hier danach den Beleg auf die Nahtzugabe draufgenäht. Als nächstes können schon die Seiten geschlossen werden. Ich stecke mir unten den Saum fest, gucke dann, dass meine Taschenbeutel sauber liegen. Das sollte, wenn man richtig gemessen hat, auch matchen. Stecke mir das alles fest und oben gucke ich, dass die Achselnaht ordentlich liegt. Und stecke mir da auch das ordentlich fest, damit ich da nachher keine Verdrehung oder so drin habe. Und dann nähe ich vom Ärmel bis zum Taschenbeutel um den Taschenbeutel herum und nach unten. Als nächstes habe ich für den Saum unten am Kleid den langen Streifen, den wir zu Beginn zugeschnitten haben. Da hatten wir uns ausgemessen, wie lange der sein muss und das ausgerechnet. Den stecke ich jetzt rechts auf die Kante unten und nähe den mit 1 Zentimeter Nahtzugabe fest. Dann schlage ich meine rohe Kante 1 Zentimeter nach innen und das Ganze auf die linke Seite, so dass meine Naht jetzt die Kante bildet. Und auch das nähe ich dann wieder fest und zwar knappkantig am Rand entlang. Als nächstes habe ich meine Gürtelschlaufen genommen, das nach innen geschlagen und die andere Seite drüber und das Ganze mit einem Zickzackstich festgenäht. Dann habe ich an mir ausgemessen von der Achsel bis zur Taille, wo der Gürtel sitzen soll. Und das messe ich dann auch am Kleid und stecke mir da eine Nadel. Jetzt kann ich eine meiner Gürtelschlaufen nehmen, mir oben das Ende einschlagen, unten das Ende einschlagen und das so platzieren, dass das mittig auf der Nadel sitzt. Denn genau in der Mitte soll ja mein Gürtel laufen und den möchte ich ja auf der Taille haben. Dann stecke ich mir das Ganze fest. Ich habe das auch tatsächlich genau auf der Naht gemacht. Ich fand, da kann man sich schön dran orientieren. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht und dann habe ich noch 2 Schlaufen in der Mitte relativ nah nebeneinander, weil ich finde, dass so ein Gürtel dann immer am schönsten sitzt. Und die nähe ich jetzt oben und unten an den Schlaufen fest. Bei den Doppelschlaufen kann ich auch durchnähen und beide auf einmal festnähen. Jetzt brauchen wir die Knopfleisten. Da habe ich Bügeleinlage drauf gemacht und das Ganze dann so gebügelt, dass ich mir auf jeder Seite 1 Zentimeter umbügle. Wenn das vorbereitet ist, brauche ich mein Kleid und schaue als erstes, dass mein Beleg ordentlich liegt. Ich stecke mir den zur Sicherheit fest. Dann nehme ich meine vorbereitete Knopfleiste mit den umgebügelten Kanten und der Fließeinlage. Die lege ich jetzt rechts auf mein Kleid. Oben und unten muss auf jeden Fall genug überstehen. Wir hatten das ja extra länger zugeschnitten. Dann kann ich mir meine gebügelte Kante aufklappen, schauen nochmal, dass mein Beleg ordentlich liegt und mir das Ganze feststecken. Wenn ich das einmal der ganzen Länge nach festgesteckt habe, wird in der Bügelfalte das Ganze von oben nach unten zusammengenäht. Wenn die Leiste festgenäht ist, wird sie rechts auf rechts in der Mitte gefaltet, so dass meine umgebügelten Enden in die gebügelte Richtung schauen und genau an der Kante des Kleides entlang gerade zusammengenäht. Dann kann man das Ganze erst schräg kürzen, damit das bei der Spitze so ein bisschen zuläuft und natürlich insgesamt kürzen und das Ganze einmal nach links wenden und die Ecke schön ausformen. Da kann man auch gut ein Ausformtool benutzen, aber Vorsicht, dass man nicht durch die Naht sticht. Jetzt kannst du das Kleid so hinlegen, dass die linke Seite dich ansieht. Die Nahtzugabe schaut Richtung Knopfleiste. Jetzt wird die Knopfleiste umgebogen und so gelegt, dass sie gerade so über der eben genähten Naht liegt, sodass man die Naht nicht mehr sehen kann. Das stecken wir dann komplett von oben nach unten fest.
Und dann kann von der rechten Seite das knappkantig abgesteppt werden. Und da wir etwas über der bereits genähten Naht liegen, nähen wir damit innen auch alles knappkantig fest. Jetzt sieht das von außen ordentlich aus, oben an der Kante, und auch von innen sieht das alles ordentlich aus und der Beleg ist auch mit festgenäht. Im nächsten Schritt habe ich jetzt erst die Ärmel gesäumt, dann vergesse ich das auch nicht. Dazu habe ich die Nahtzugabe auseinandergelegt, das Ganze einmal eingeschlagen, es ist ja schon mit der Overlock versäubert, und einmal rundum genäht, natürlich an beiden Ärmeln. Jetzt habe ich mich zuerst dem Gürtel gewidmet. Da habe ich es mir einfach gemacht. Ich habe das Ganze rechts auf rechts genäht mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Die Nahtzugabe habe ich danach noch mit einer Zickzackschere ein bisschen eingeschnitten, einfach weil sich das dann leichter wenden lässt. Dann habe ich das Ganze gewendet, die Enden eingeschlagen und zugenäht und in dem Zug auch um den ganzen Gürtel einmal rumgenäht. Da bietet es sich natürlich an, dass man das Ganze vorher bügelt. Dann habe ich so eine Schnalle genommen, die sind eigentlich für so Tragegurte, und habe die auf einer Seite festgenäht. Dann habe ich mir Knöpfe rausgesucht, die auf die Knopfleiste passen. Ich habe mich hier für so Kokosknöpfe entschieden. Dann muss ich gucken, wie breit mein Knopf ist. Und meine Knöpfe haben hier 1,5 Zentimeter. Das ist dann auch die Länge meines Knopflochs, denn der Knopf muss ja in der vollen Breite durch dieses Knopfloch passen. Ich markiere mir dann mein erstes Knopfloch und überlege mir, welchen Abstand die Knopflöcher zueinander haben sollen, und dann kann ich mir das der ganzen Länge entlang für jedes Knopfloch markieren. Ich markiere mir auch immer die Mitte der Knopflochleiste, damit ich nachher auch wirklich schöne, gleichmäßige Knopflöcher habe, die alle auf derselben Linie sitzen. Und dann muss ich damit an meine Nähmaschine und man hat hoffentlich einen Knopflochfuß und die ganzen Knopflöcher nähen. Und ich schwitze immer beim Knopflöcher nähen, weil das so gerne schief geht. Aber hier hat es tatsächlich geklappt und sieht jetzt so aus. Ich habe die Löcher auch alle gleich geöffnet, um mir die Knöpfe jetzt anzuzeichnen, damit das Ganze auch gerade ist später und dann nicht irgendwie das ein bisschen schief zusammenpasst, lege ich mir die Leisten genau aufeinander. Dann stecke ich mir das an ein paar Stellen fest, sodass mir die Leiste jetzt nicht mehr verrutschen kann. Denn wenn ich da jetzt nicht die Knöpfe ordentlich setze, habe ich später eine schiefe Leiste. Also das heißt, ein Teil steht höher oder tiefer als das andere. Und das sieht dann natürlich nicht schön aus. Dann kann man die Knopflöcher auseinanderziehen und in der Mitte des Knopflochs sich eine Markierung mit einem Stift machen und da dann die Knöpfe festnähen. Und damit ist es auch schon geschafft. So, das war's mit dem Video. So einfach kann man sich einen Schnitt als Grundlage für eine eigene Idee nehmen. Ihr kennt mich, ich bin ja ein Fan von, ich mache mir das individuell und ich probiere einfach mal aus, wird schon irgendwie werden. Und es ist natürlich schon einfacher, wenn man eine Basis hat. Früher habe ich für meine Basis irgendwas Bestehendes abgepaust und mir auch daraus einen Grundlagenschnitt erstellt und den angepasst. Jetzt mache ich das halt mit Lotalo. Das geht aber natürlich mit jedem anderen Schnittsystem. Ob du das abpaust und dir einen Schnitt damit erstellst als Grundlage, ob du einen bestehenden Schnitt nimmst und dir den abänderst, ob du Lotalo-Schnitte nimmst und die abänderst, ist völlig irrelevant. Es kommt hier gar nicht auf die Basis an. Es geht nur darum, eine Basis zu haben, auf der man aufbauen kann. Dann hat man so Sachen, dass die Ärmel einfach schon passen und man es ein bisschen leichter hat. Und dann braucht man nur noch eine Idee und es kann losgehen. Natürlich scheitert man da auch mal. Ich mache vielleicht mal ein Video, welche Projekte kein Video geworden sind. Aber man hat auf jeden Fall was gelernt. Und ich sage, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Schreib du mir unbedingt mal in die Kommentare, wie du die Idee mit ChatGPT findest. Ich möchte mich bei Ralf Lutherloh dafür bedanken. Auf die Idee kam ich gar nicht, obwohl ich tatsächlich sehr viel mit ChatGPT mache inzwischen. Aber das ist genial. Ich finde, das ist total hilfreich und für mich hat das super funktioniert. Ich habe das jetzt auch nicht nur bei diesem Schnitt gemacht. Ich mache das inzwischen bei allen Schnitten. Also einmal Shoutout an Ralf. Ach, und übrigens, bevor ich das vergesse, aktuell bekommst du 15% mit meinem Code BABS15, wenn du bei Lotalo einkaufst. Ich verlinke dir die Seite unten einmal.
Schau doch mal rein, falls du noch unentschlossen bist, ob das System was für dich ist. Bei mir findest du eine Playlist mit inzwischen doch relativ vielen Lutherloh-Videos, sodass du dir einen Eindruck davon verschaffen kannst. Es gibt auch ein Pro- und Contra-Video, nämlich das hier. Da habe ich durchaus auch ein paar negative Sachen angesprochen, denn ich glaube, nichts ist nur positiv. Guck dir das an, wenn du unsicher bist, oder wenn du das System schon hast und die Ergänzungshefte holen möchtest, dann benutze meinen Code BABS15 und spar 15% auf deinen Einkauf. Jetzt bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß mit dem Video. Es kommen jetzt noch ein paar Beauty-Shots von meinem Kleid. Und dann freue ich mich aufs nächste Video, wenn wir uns wiedersehen. Ich wünsche einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Bleib kreativ. Tschüss!